Gute, mein Name ist Alex André. Wir sind hier an der John F. Kennedy Schule in Bad Vilbel vor den Toren Frankfurts. Und wir haben Fußball 2000 zu Gast. Ja, ob das ein angemessener Applaus für ein 1:1 in Augsburg ist, weiß ich nicht. Wir werden es rausfinden. Lisa und Marvin sind noch dabei. Ihr lasst schon mal Likes da, Kommentare, dies, das, Ananas. Und am Ende ist es wirklich absurd, dass ich das jetzt sage. Es kann sein, dass die Eintracht trotzdem noch in die Europa League kommt. Wing, wing, wing. Fußball 2000, wir sind wieder da und wir sind heute an der John F. Kennedy Schule hier in Bad Vilbel. Ja, Bad Vilbel. Ja, Bad war auf jeden Fall das Ergebnis der Frankfurter Eintracht. 1:1, nur gegen Augsburg. Ich muss sagen, ich bin ein wenig traurig, aber traurig bin ich gar nicht, dass so viele Leute hier sind. Ich freue mich, dass ihr alle da seid hier an der Schule und ganz großes Shoutout an die Technik AG, die das hier alles möglich gemacht haben. Die zwei Jungs auf jeden Fall, dass wir hier sitzen können, dass so viele Leute am Start sind. Ich freue mich, um über dieses merkwürdige Spiel der Frankfurter Eintracht zu sprechen gegen Augsburg. Liebe Lisa, 1:1. Zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben, oder wie ist es? Exakt. Lass uns aufhören. Nein, Spaß. Aber das Gute ist, wir müssen uns heute nicht den Mund komplett vor sich reden. Ja. Wir haben ja hier auch viele im Eintracht-Trikot sitzen. Ja. Das gibt mir jetzt schon mal wieder ein bisschen Energie, dass ich wieder nicht hier nur abstinken muss. Aber ja, am Ende ist es zu wenig, ne? Um wirklich im Kampf um Platz 7 da auch ein Statement zu setzen, weil eben Freiburg ja parallel dann auch in Dortmund relativ hoch verloren hat. Also das Torverhältnis kommt der Eintracht jetzt ein bisschen zugute. Aber da hätte man natürlich schon auch noch mal einen Step machen können oder zumindest wieder alles in der eigenen Hand haben können. So bist du natürlich jetzt auch immer mit einem Blick Richtung Freiburg. Und ja, das Spiel bildet eigentlich diese Saison wieder, ne? Also eine Halbzeit so, naja, die andere Halbzeit schon wieder besser, aber irgendwie gibt es keine Konstanz in dieser Saison. Genau, wir gehen gleich auf jeden Fall in die Halbzeiten rein. Diese mangelnde Konstanz, die bewegt uns jetzt schon die ganze Saison, wie du richtig sagst. Aber Basti, ist es so ein bisschen so, die Eintracht wie der Timmy in der Ostsee, gestrandet, aber noch nicht tot und besteht überhaupt noch Hope? Habe ich mir extra ausgedacht, liebe Leute. Ich bin ein Mensch... Danke. Danke. Es wäre fast unangenehm, aber ich will natürlich gesellschaftliche Themen auch aus der Community verbinden. Ich hoffe nicht, dass dieses Thema aus unserer Community kommt. Und ich hoffe auch nicht, dass die Wahl-Community sich jetzt hier in den Kommentaren verirrt. Das ist sehr, sehr absurd tatsächlich, was um den Wahl herum passiert. Ja, Marvin, um mal nicht in dem Bild zu bleiben, muss ich sagen, ich kann dieses Spiel in Augsburg wieder nicht bewerten. Ja. So, diese Saison ist ganz, ganz merkwürdig. Die geht irgendwie nicht richtig los, die ist aber auch nicht komplett scheiße. Du hast trotzdem eine Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit sich zumindest wehrt, um in irgendeiner Art und Weise zu Punkten zu kommen. Du kannst am Ende dieses Spiel ja sogar noch gewinnen, um dann wirklich dieses Statement zu setzen. Und du hast gerade gesagt, es reicht nicht. Da habe ich ganz kurz gedacht, Lisa, es reicht ja doch. Du hast ja mit diesem 1:1 in Augsburg Freiburg überholt. Und bist jetzt quasi wieder am Fahrersitz, was Platz 7 betrifft. Wie absurd ist das? Ja. Das war jetzt wirklich nicht das emotionalste Spiel, was ich jemals mitgemacht habe. Da bin ich ganz ehrlich. Ich hatte vorher keine Euphorie, ich hatte nachher keine Euphorie. Aber wenn ich mir die Tabelle anschaue, hat dieses Spiel uns geholfen, 7. zu werden. Und dieser 7. Platz kann immer noch gar nicht so unwahrscheinlicherweise für die Europa League reichen. Das heißt, in dieser sehr emotionsarmen Saison kann am Ende immer noch die Europa League stehen. Und ehrlich gesagt kriegt meine Festplatte das noch nicht zusammen. Weil ich in irgendeiner Art und Weise schwanke zwischen, wie wir es letzte Woche gesagt haben, ich will, dass die Saison einfach vorbei ist. Und, nächsten Samstag gutes Wetter, nächsten Samstag kommt der HSV, nächsten Samstag kann man vor und nach dem Spiel eventuell mal ein bisschen was machen. Ja. Und man kann Platz 7 festigen. Ja. Also es ist wirklich, wirklich absurd, was die Saison mit einem macht. Wie ich emotional am Samstag drauf sein werde, weiß ich noch nicht. Aktuell bin ich noch in so einem Modus, dass ich so schwanke und nach Ansätzen suche, um die ganze Situation zu bewerten. Aber du beschreibst es ja diese Zwiespältigkeit der Gefühle ja sehr, sehr gut, denn es ist ja auf der einen Seite so... Könnte auch ein Wahlsong sein. Ja, Zwiespältigkeit der Gefühle. Ja, es passiert viel auf der Welt. Schreibt mal euren KI-Song in die Kommentare. Ja, schreibt den mal rein. Vielleicht den KI-Eintracht-Song, ja, je nachdem, was euch da so einfällt. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Aber es ist ja tatsächlich so. Es ist absurd, weil du hast ein relativ maues Spiel, wir gehen gleich in die Detailanalyse, gegen Augsburg gehabt. Aber am Ende ist es so, du hast einen Punkt gewonnen, weil natürlich Freiburg so drastisch gegen den BVB verloren hat. Und im Endeffekt bist du Gewinner des Spieltags in dem, das muss man aber auch ganz ehrlich sagen, Schneckenrennen um die Europacup-Plätze. Denn was sich da auftut... Ich weiß nicht, ob das noch Schnecken sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht, welche Tierart ist noch langsamer als eine Schnecke? Schreibt auch das in die Kommentare. Auch das in die Kommentare. Es ist auch Schule, vielleicht weiß das jemand. Weiß das jemand? Welches Tier ist langsamer als eine Schnecke? Ah, noch niemand?
Ein Wurm, interessant. Unterschätzen mal die Der Würmer. bäumt sich aber auch immer so ein bisschen wieder auf. Das passt eigentlich auch ganz Ja. gut. Der geht ja so kurz so hoch, weißt du so? Ja, Er hat okay. immer so wieder so. Ich merke schon, das ist eine Der Wurm ist Seeigel. Seeigel. Ich bin kein Seeigel-Konnoisseur. Ich bin kein Seeigel-Fan. Nee, auch Seeigel-Fan nicht. Schon mal reingetreten. Hört immer die Kommentare. Schreibt die Kommentare, ob ihr schon reingetreten seid. Aber ihr merkt, wir haben hier eine Sammlung an relativ langsamen Tieren. Wobei ich denke, man darf den Wurm nicht unterschätzen. Ich kann sagen, auch Ja, so ein Potenzial. Seestern, keine Ahnung. Ja. Ja, so ein Seestern. Ja, Meeresbiologe müsste man sein oder Biologin, aber da kommen wir später. Hör doch jetzt mal auf damit, nicht, dass noch dieser verrückte Marc-Robert Lehmann hier in die Kommentare schreibt, Alter. Wir versuchen den Schwung wegzumachen. Komm aus dem Wasser raus, Marvin. Aber es ist ja tatsächlich völlig absurd. Weil wenn wir uns überlegen, die Eintracht hat diesen Punkt gewonnen und am Ende ist alles möglich. Und du sagst, es ist ja schon ganz sicher, dass Platz 7 auf jeden Fall für die Conference League reicht. Das ist jetzt mit dem Einzug, mit dem DFB-Pokalfinale, was jetzt fest ist das schon sicher. Das heißt, das ist klar und sogar könnte die Europa League noch dahin kommen. Aber ich will mal ganz kurz für dich erstmal rein und mit dir reingehen in diese Vorberichterstattung vor dem Spiel, weil da habe ich reingeguckt und habe mir angeschaut, wie die Aufstellung ist und da muss ich sagen, Luf Ahoff spielt plötzlich, den habe ich da nicht gesehen. Hattest du das erwartet oder Der war auch noch nicht auf meiner Bingo-Karte. Nee, was sollte das? Den habe ich auch irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, bin ich ehrlich. Ich habe mich das Gleiche gefragt. Ich habe vor allen Dingen, also wir müssen ja damit anfangen, dass Albert Riera gesagt hat, es war die beste Trainingswoche, seitdem er da war. Richtig. Das ist ja dann auch, du hast ja eine Erwartungshaltung und denkst, okay, was kommt jetzt? Und dann kommt diese erste Hälfte gegen Augsburg. Naja, wir werden gleich noch mal drauf eingehen. Aber ich fand es schon krass, wenn du mal auf die Bank geschaut hast. Ich habe es jetzt gelesen, 128 Millionen saßen auf der Bank. Mit Burkhardt, mit Dohan, mit Knauf, mit Götze. Also das ist schon, hart. Und ehrlicherweise, wenn er nach der Halbzeit dann ja auch ausgewechselt wird, hatte er jetzt nicht so viel Impact auf dieses Spiel. Deswegen war ich dann doch ein bisschen überrascht aufgrund der Aufstellung. Ja, ich muss auch sagen, er wurde dann auch im Nachgang ja noch im Interview dann auch noch sehr gehypt. Ne? Wird ein Spieler, der alles spielen kann, alle Positionen spielen kann. Der ist auch erst 17. Ich fand die Aufstellung trotzdem einigermaßen verwirrend. Basti, hat es dich irgendwie, hat es Nerv getroffen, dass wieder Götze nicht gespielt hat oder dass Doan beispielsweise nicht von Anfang an gespielt hat? Oder fandst du das mal eine erfrischende Abwechslung? Also was mich am meisten schockiert hat, das war Burkhardt nicht gespielt hat. Ja. Also das war, glaube ich, so das Ding, wo du dachtest, ey, wir sind es mittlerweile gewohnt, dass wir einige Baustellen haben. Wir haben die Götze-Diskussion gehabt, dann gab es die Usun-Diskussion, dann gab es die Doan-Diskussion. Und hat Riera sich gedacht, weißt du was, das reicht mir noch nicht. Ich will auch eine Burkhardt-Diskussion. Ja, stimmt. Ja. Ich will jetzt noch weiter diskutieren. Und Lisa hat es gesagt, was da für ein Cash auf der Bank sitzt. Da ist bei mir erster Gedanke gewesen, boah, kann ein Verein wie die Eintracht sich das leisten? Ja. Und meine Antwort ist eigentlich nein. Gleichzeitig sehe ich auch die Leute, die sagen, yo, aber diese Leute, die so viel Geld wert sind, haben an den ein oder anderen Spieltagen halt auch nichts gebracht. Und wenn er auf im Training sich beweist und der Trainer irgendwas in ihm sieht, dann bin ich der Letzte, der verhindern will, dass irgendwelche jungen Spieler eingebaut werden. Stimmt. Gleichzeitig, wieder auf die andere Seite, du merkst schon, ich switche zwischen den Ambivalenzen, muss man sagen, tue ich einem 17-Jährigen einen Gefallen, in eine dysfunktionale Mannschaft eingebaut zu werden. Und das ist die Eintracht in dieser Saison. So, du hast als 17-Jähriger wirklich Respekt vor der Bundesliga, du willst erst mal reinkommen. Da ist es, glaube ich, gut, wenn du einen Kern hast, der dich mitnimmt. Ja. Wenn du einen Ansprechpartner auf dem Platz hast. Wenn du dir abgucken kannst, wie der ein oder andere erfahrene Spieler, die zu einem Stamm zusammengewachsen sind, in irgendeiner Art und Weise so Spiele angehen. Und ich habe momentan das Gefühl, dass es bei der Eintracht so ist, wenn so jemand wie Ahoff ins Spiel kommt und sich umguckt und sagt, ey, kannst du mir irgendwie helfen? Ja. Die Antwort von dem Spieler ist indirekt, Bruder, ich muss mich um mich selber kümmern, ich weiß es auch nicht. Du weißt, das ist wie so ein bisschen so eine Firma, wo du reinkommst, wo du eingearbeitet werden sollst und dein Einarbeiter sagt, Bruder, ich habe gar keine Ahnung, hier ist nur Chaos, sei froh, wenn es wieder 18 Uhr ist und du nach Hause gehen kannst. Frag mal die KI. So wirkt es an gewissen Stellen auch, weil er wirkte ziemlich verloren. Ja. Am Ende ist man immer schlauer, hätte es geklappt und er hat 2 Tore gemacht, würden wir hier sitzen und ihn alle feiern. So kann man schon festhalten, das ist jetzt erstmal baden gegangen, ist aber auch kein Drama. Und das ist auch so eine Diskussion, die ist für mich nebensächlich, passt so ein bisschen ins Bild, dass du wirklich die Saison keine Startelf findest, dass du viel Chaos hast. Und ich bin ganz ehrlich, als ich die Aufstellung gesehen habe, mit Skiri in der Innenverteidigung, Burkhardt ist auf der Bank, Ahoff spielt auf der Außenbahn, der ist ja eigentlich kein Außenbahnspieler. Habe ich gedacht, ganz ehrlich, wenn dieses Ding baden geht, dann fliegt Riera raus. Ja. Und das zeigt so ein bisschen, ich sage nicht, dass das realistisch war, aber das zeigt so ein bisschen, was man sich mittlerweile alles vorstellen kann.
Und das ist ziemlich viel in alle Richtungen. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du angebracht hast. Aber du hast trotzdem einen Namen genannt, auf den will ich noch genau zu sprechen kommen. Denn es gab ja durchaus eine positive und interessante Verschiebung. Denn dass Skiri plötzlich nicht im defensiven Mittelfeld spielt, sondern in der Innenverteidigung. Und da muss ich sagen, über beide Halbzeiten hinweg, wenn wir dann gleich noch da reinkommen, hat Skiri ein total spannendes, gutes Spiel in der Innenverteidigung gemacht. Und für mich und wir hatten es ja schon mal, Ja, ne? Wir genau. haben ihn ja schon mal so da gesehen. Ich habe ja auch gesagt, ich sehe ihn lieber als Innenverteidiger als eben als Sechser. Ich sehe ja auch diese Tendenzen in der Bundesliga, dass Sechser dann eher mal in die Innenverteidigung gezogen werden. Andrich hatten wir hatten Can. Auch aufgrund seines Tempodefizits ein Stück weit auch oder eben auch auf seiner nicht, ich sag mal, fehlenden Kreativität oder eben auch Technik, dass er dann eben da besser aufgehoben ist. Ja. Und da müssen wir ja auch, also ich weiß gar nicht, inwiefern ihr das schon thematisiert habt, aber Theat saß ja jetzt auch auf der Bank, war ja dann auch, finde ich, folgerichtig jetzt auch aufgrund seiner Nichtleistung oder eben auch Schwankung. Und das ist zumindest, finde ich, für Skiri, für mich eine Perspektive, die ich eher sehe. Stimme ich dir völlig zu. Hat in dem Spiel, wenn wir auch genau jetzt in die Halbzeiten reingehen, man kann auch ehrlich sagen, erste Halbzeit war von der Eintracht fast nicht zu sehen. Du hast 1, 2 Halbchancen gehabt. Da war tatsächlich Can Uzun einer der Aktivposten, auch schon in der ersten Halbzeit. Ansonsten hast du offensiv wenig von der Eintracht gesehen. In der Defensive hat es aber zeitweise gut funktioniert. Skiri immer wieder auch mit gefährlichen oder zur richtigen Zeit an gefährlichen Situationen präsent gewesen. Gut den Ball geblockt. Trotzdem konnte er auch das 0-1, das ist ein zwischenzeitliche 0-1 nicht verhindern, lieber Basti. Das war eine merkwürdige Situation kurz vor dem Halbzeitpfiff, wo ich eigentlich schon gedacht habe, da gehen wir mit einem 0-0 in die Pause. Und was ist da dann irgendwie daraus entstanden? Was aus dem 0-0? Ja, also kurz vorher haben wir gedacht 0-0 und dann fangen wir noch das Gegentor. Das war einigermaßen unglücklich. Fand ich gar nicht. Ja? Ich fand, das war folgerichtig, ehrlich gesagt. Ja, also ich fand, das war ein folgerichtiges 1-0. Die Eintracht war überhaupt nicht da wieder. Ja. Du hast hier wieder eine Halbzeit angeguckt und das war alles so, wie du es erwartet hattest. Du fährst nach Augsburg, keiner hat Bock. Die Eintracht hat dann auch keinen Bock scheinbar. Probierst irgendwas aus, es funktioniert überhaupt nicht. Augsburg kann ja vorher auch schon führen. Und am Ende fand ich es nicht überraschend, dass Augsburg da in Führung geht, sondern ich bin dann so schulterzuckend in die Halbzeit gegangen und habe gedacht, jo, Surprise. So, also, ja, und das ist auch ein bisschen alarmierend. So. Ich war nicht mal sauer, das war eher so, jo. Man nimmt es hin, weil du es erwartest. Ja. Du erwartest, dass die Eintracht in Augsburg zurückliegt. Ja, und das sagt viel aus. Ja. So, du erwartest einfach, ja gut, dann steht es jetzt hier 1-0 und dann denkst du so, jo, guckst du auf die Spieltage, die noch ausstehen und denkst, ja, ich bleib erstmal. Also ich war noch vorhin habe ich ja diese Ambivalenzen beschrieben. Ja. Zur Halbzeit war ich noch in diesem Modus, den ich vorhin gesagt habe, Alter, bitte, Bruder, lass diese, jetzt müssen wir wieder piepen gleich, lass diese verfickte Saison endlich zu Ende gehen. Ja, jetzt müssen wir es heute mal wirklich piepen, ne? Ja. Oh, sorry, ich habe gut. Ich hab gedacht, das wird automatisch schon gepiept. Gut. Das tut mir leid. Nicht nachmachen. Ja, und in dem Modus bin ich in die Halbzeit gegangen. Ja. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, weil ich werde auch oft kritisiert dafür, was ist mit dir los? Ja, Bruder, was soll mit mir los sein? Hast du die Saison gesehen? So. Nee, weißt du, wo soll ich jetzt die Emotionen wie so ein Clown hier herzaubern? Nee, da gehst du so eine Halbzeit und denkst, nee, Leute, es reicht jetzt auch. Ja. So. Es ist Augsburg, das ist unattraktiver Gegner auch. Dann denkst du dir so, ja, gucken wir mal, was in der zweiten Halbzeit passiert. Ja, aber das ist wirklich die Zusammenfassung der ersten Halbzeit. Denn es war wirklich eine emotionslose Partie zwischenzeitlich. Es war in der Tatsache auch so, dass die Eintracht zu wenig Chancen etabliert hat. Du hast ein paar Wechsel gehabt, wir haben sie angesprochen. Aber man war sehr, sehr froh, dass in der zweiten Halbzeit wirklich ein paar Wechsel dann auch passiert sind. Dass es dann im Endeffekt so war, dass Can Uzun noch ins Zentrum mehr gerückt ist, auch im Zentrum der Betrachtung. Dann hattest du andere Spieler, die reingekommen sind, wo du das Gefühl hast, geil, ein Ansgar Knauf ist wieder da, ein Litz Doan ist plötzlich auch wieder da. Und da hat man in der zweiten Halbzeit für mich schon gleich einen Richtungswechsel gemerkt. Man hat gemerkt, dass ein Litz Doan, der sich beispielsweise gleich mit einer gelben Karte eingeführt hat und dann weiter nach vorne gegangen ist. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, die Eintracht, sie etabliert sich Chancen, unter anderem wieder mit Can Uzun. Und das war eine deutlich andere zweite Halbzeit, auch wenn man sagen muss, dass Augsburg weiterhin sehr, sehr viele Chancen hatte. Ne? Es war irgendwie so ein offenes Spiel dann im zweiten Durchgang. Ne? Also es ist halt für uns als Zuschauer attraktiv gewesen, weil es nicht so bieder war und weil es spannend war und weil auch Augsburg Chancen hatte und es irgendwie so ein sehr offenes Spiel auch Insgesamt war. höherklassige Partie als in der ersten Halbzeit. Deutlich und das gefällt mir dann natürlich auch besser und man hat auch gemerkt, dass Can Uzun das Spiel so ein Stück weit an sich gerissen hat. Also er hat mir schon sehr gut gefallen. Manchmal ein bisschen drüber, also manchmal vielleicht ein bisschen zu eigensinnig. Der Bruder wollte irgendwie immer wieder den Abschluss auch gesucht, was ich
prinzipiell gut finde, dass man es auch einfach mal auch probiert und macht. Aber es war mir am Ende ein bisschen zu viel. Aber nichtsdestotrotz hast du schon gemerkt, dass er da sehr, sehr viel initiiert hat, dass er vorangegangen ist, dass er so ein Aktivposten war. Keine Ahnung, ob das jetzt daran lag, dass er von Riera so ein Stück weit in Anführungsstrichen ausgebotet wurde oder irgendwie so einen Rüffel bekommen hat und er wollte es jetzt allen zeigen. Oder ob es einfach, es ist halt sein Potenzial, wir kennen das ja. Und dass er es einfach jetzt nochmal gezeigt hat, ihr könnt nicht auf mich verzichten. Und das war auch das Statement. Das ist ja genau der Punkt. Ne? Also wir hatten in den letzten Wochen ja immer über Can Uzun gesprochen, hatten auch in der letzten Woche die Diskussion, wurde auch die Frage gestellt, dass es vielleicht berechtigt, dass er gar nicht auf dem Spielfeld ist. Diesmal hat er ein deutliches Zeichen gegeben, warum es richtig ist und wichtig ist, auf ihn zu setzen. Das ist ja genau das, was er in der Endphase, als er auch unter Dino gezeigt hat, als er noch fit war. Also es ging auf jeden Fall in die richtige Richtung und er war dann definitiv auch einer der Aktivposten, die zu dem 1:1 geführt hat. Super Block von Skiri, ist der in der richtigen Zeit am richtigen Ort, kriegt den Ball vom Gegner, leitet ihn dann weiter, Ansgar Knauf mit dem langen Lauf und dann sehr gute Kombination auf Uzun. Uzun sieht den Litz Doan und schiebt zum 1:1 ein. Das war dann wirklich eine sehr, sehr gute Situation. Da habe ich mir gedacht, die Eintracht, sie kann auch diese Kombination, sie zeigt es nur zu selten. Ja, und sie stellt auch zu selten so auf. Ich bin immer wieder, wenn wir über Aufstellungen reden, denke ich mir, du siehst ja, welche Spiele habe ich zur Verfügung. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist auch ein bisschen schade, dass keiner auf die Idee gekommen ist, zu sagen, weißt du was, lass mal Doan, Uzun, Kalimuendo und Johnny Burkhardt zu viert da vorne spielen. Weißt du, das geht ja. Das verbietet ja die DFL nicht. Zu sagen, ihr könnt da vorne so ein bisschen wirbeln, weil du siehst es in den Sequenzen. Das ist schon Quality, die diese Spieler haben. Ja. Und die zeigen die ja dann auch. Und in der zweiten Halbzeit hatte ich zumindest in Ansätzen, weil ich will die auch nicht überglorifizieren, diese zweite Halbzeit, weil du hast es gesagt, Augsburg, die können auch noch locker 2, 3 Tore machen. Safe. Gehört so weit dazu. Also du siehst, was wir mittlerweile schon als gute zweite Halbzeit bezeichnen. Das ist ein offener Schlagabtausch mit dem FC Augsburg. Ja. Das ist momentan der Standard für gut bei der Eintracht. Aber was halt ein bisschen geholfen hat, ist, dass du gesehen hast, was du vorhin gesagt hast, durch diese DFB-Pokalsituation, Bruder. Das war ja vor dem Spiel auch schon bekannt. Genau. Digga, du spielst um europäische Plätze. Wenn du es irgendwie nicht im System hast gerade, okay. Aber ich will es zumindest sehen, um was es hier geht. Weil teilweise spielt die Eintracht so, als wären wir auf Platz 11, als wenn nach oben nichts mehr geht, nach unten nichts mehr geht. Du hast neben dem Platz ein paar Diskussionen, dann wird hier ein bisschen diskutiert und bla bla. Digga, so unemotional wie man an gewissen Stellen auch ist, es geht um einen fucking Europapokal. Ja. So, und das muss in irgendeiner Art und Weise wieder sichtbar werden, jetzt die letzten 3 Spiele, weil es hilft ja jetzt auch nichts mehr. Und ja, um das Tor abzuschließen, das ist am Ende eine Qualität, die die Eintracht immer noch hat. Bei allen Widrigkeiten, die es da gerade gibt. Aber du sagst trotzdem, und das finde ich einen wichtigen Punkt, die zweite Halbzeit wurde auch medial durchaus gehypt und wurde als sehr gute zweite Halbzeit beschrieben. Aber am Ende war es auch nur... Es war eine offene zweite Halbzeit. Wird es zu sehr gehypt? Wird es teilweise auch schon zu positiv gesehen, Lisa? Da will ich ganz gerne deine Einordnung haben. Finde ich schon. Also nichts gegen Augsburg, ja? Ja. Ich will die jetzt hier nicht... Ich will die jetzt nicht komplett runterbuttern, aber... Ja, doch. Ja, aber doch. Also da ist immer noch Baumtrainer. Aber eigentlich schon. Also vielleicht doch. Sag das nicht mal. Dass sie dann so viele Chancen dann doch noch bekommen. Ja. Und dass dieser offene Schlagabtausch stattfindet, ist dann ja auch alarmierend und zeigt dann irgendwie, dass diese Balance halt einfach absolut gar nicht stimmt. Also entweder stehst du defensiv gut und nach vorne geht wirklich gar nichts, oder du kreierst Chancen und bist dann hinten wieder total offen und irgendwie nicht auch eng zusammen, beziehungsweise in der Rückwärtsbewegung auch dann teilweise wirklich komplett wild dann auch. Ja. Und das macht mir Sorgen. Also, dass offenbar dieses Problem der Balance immer noch nicht in den Griff zu bekommen ist. Wichtiger Punkt. Ich glaube, die Eintracht hat es tatsächlich sogar gegen Augsburg, sogar auch wegen des Gegners, ein bisschen besser hinbekommen als in den letzten Wochen. Du hast vorhin Theat angesprochen. Ich finde es ganz wichtig und ein guter Faktor, dass der jetzt nicht mehr spielt. Ich habe das Gefühl, er war ein Unsicherheitsfaktor. Was mit Theat gerade auch innerhalb dieses Teams nicht so richtig stimmt, das werden die nächsten Wochen zeigen. Müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Ich fand die Skiri beziehungsweise Hineinnahme auf jeden Fall eine gute Situation. Aber trotzdem, diese Wackler hat die Eintracht immer wieder drin. Und das ist keine so ganz herausragende zweite Halbzeit gewesen, wie es teilweise gemacht wird. Aber es war eine mit einem offenen Visier. Und am Ende, Basti, zumindest einen Punkt, den die Eintracht mitnimmt, ist dann so ein bisschen der Gewinner der Saison. Aber, liebe Leute, wir haben auch gefragt, schreibt mal eure Top-Kommentare rein bei der Reaktion und dann suchen wir uns 1 oder 2 aus. Das habe ich jetzt gemacht. Die Top-Kommentare der Woche, liebe Leute. Ich hoffe, vielleicht gibt es ja einen Einspieler oder so. Schauen wir mal. So, also, gucken wir mal rein. Der Michael sagt,
Mit so einer Leistung verdient man keine Teilnahme am internationalen Geschäft. Ist ein sehr oft gelikter Kommentar. Basti, stimmst du dem Michael zu? Nein. Na gut. Irgendjemand müssen wir ja schicken. Also wenn die anderen noch langsamer sind. Digga, was soll ich jetzt machen? Also soll die Bundesliga jetzt einen europäischen Platz abgeben und sagen, nee, das habe ich mir nicht verdient, hier nimm's. Also weißt du? Wenn es ausreicht, dann hat es am Ende ausgereicht. Und das spricht dann nicht für die Eintracht, da gebe ich dem Michael recht. Ja, nicht für die Bundesliga Aber generell es auch. spricht gegen die Bundesliga. Ja. Also wenn die Eintracht mit dieser Saison in die Europa League kommt, 43 Punkte gerade. in die Europa League kommt, dann weißt du Bescheid. Dann weißt du Bescheid, dass die Teams da oben sich die ganzen Punkte gefressen haben und dass der Rest in irgendeiner Art und Weise guckt, wo er bleibt. Und dann hast du so einen Zwischenraum mit Mainz, Freiburg, Frankfurt und so, die ja dann tatsächlich noch in die europäischen Wettbewerbe gespielt werden können. Und da kann man sich auch nicht beschweren dann in irgendeiner Art und Weise. Niemand kann sich beschweren, wenn die Eintracht in den Europapokal kommt. Und am Ende wäre es vielleicht sogar ganz geil, wenn du selbst mit so einer Saison in den Europapokal kommst, dann in irgendeiner Art und Weise keine Delle reinbekommst und im Sommer neu planen kannst. Ich glaube, dass es wichtig für die Perspektive auch ist. Und ich versuche jetzt auch alles diese Woche über zu tun, dass ich auch wieder in diesen Hype komme. Es sind jetzt noch 3 Spiele, du hast in der eigenen Hand. Du musst besser als du musst eigentlich genauso wie Freiburg punkten. In den letzten 3 Spielen. Und du hast 2 Heimspiele. Es ist gutes Wetter. Du kannst diese Verkaufssaison noch retten. Basti kommt wieder. Er ist langsam wieder im Hype-Modus. Letzte Woche noch im Zug. Da ging gar nichts. Langsam kommt's ein wenig. Chillt. Es kommt erst die Woche. Das wird erst am Samstag so sein. Aber heute kann ich es ja schon mal ein bisschen anteasern. Weil es ist am Ende. Es sind 3 Spiele. Und du kannst in die... dass Freiburg noch in diesem Sandwich ist. Ne? Also die haben ja noch das Halbfinale. Also das musst du eigentlich jetzt maximal... Auf jeden Fall. Wenn Sehr die guter das Punkt. gewinnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch mal höher, dass das nicht die Conference League ist. Ja, wobei, das will ich immer noch nicht. Ich will immer noch, dass die Eintracht der einzige Europa-League-Sieger der letzten Jahre aus Deutschland ist. Ja gut, da sind wir uns einig. Ja, ja. Das ist erstmal Halbfinale. Du meinst über die Punkte? Es ist jetzt erstmal Halbfinale. Ja, da sind wir uns einig. Es ist sowieso schwierig, Marvin, jetzt diesen Freiburg-Zweikampf anzugehen, weil die spielen jetzt gegen Wolfsburg. Ja. Und wer bin ich, zu hoffen, dass Wolfsburg irgendwas für uns tut? Hast du nicht noch eine Wette da laufen? Die will ich aber nicht gewinnen. Gut. Das Geld willst du verlieren. Also das Geld will ich nicht gewinnen. Deswegen bin ich hier wahrscheinlich jetzt so weit, dass ich sage, Freiburg gegen Wolfsburg soll unentschieden ausgehen. Ja. Dann werden nur 2 Punkte verteilt. Die Eintracht muss gegen den HSV gewinnen, da sind wir uns einig. Auf jeden Fall. Und am Ende glaube ich auch, dass das eine Rolle spielt, warum ich schon so ein bisschen in so einen Mini-Hype reinkomme, ist, Digga, wir spielen zu Hause gegen HSV. Welcome back HSV. Ja. Da sind einfach irgendwie ein paar Auswärtsfans und let's go. Und das ist trotzdem möglich, dass die anderen in den Europapokal kommen. Und wir haben ja schon gesagt, du hast letzte Woche im Zug gesagt, die Saison aufarbeiten. Ja. Mit Riera, Topmöller, Dennis Schmidt, Alex Meyer, Krösche, Hellmann, Spieler, dies, das, Götze, Doan. Es gibt so viele Themen. Wir können den ganzen Sommer jede Woche eine neue Folge machen mit einer Analyse, die ein paar Stunden gehen muss wahrscheinlich. Aber das kann man ja dann am Ende der Saison machen. Jetzt kann man sagen, 3 Spiele, Europa, let's go. Genau, und da kommen wir gleich noch zu. Michael, Aber liebe Grüße an dich. Top-Kommentar, Alter. Kriegst du einen Preis nach Hause geschickt. Auf jeden Hast Fall. du dir auf dein Kamin. Aber Basti, du hast einen Halbsatz gesagt, den ich ganz spannend fand. Und du hast gesagt, du konntest die... Also nur einen Halbsatz. Der Mann der Halbsätze. Ja, immerhin. Und zwar, du hast auch so ein bisschen gesagt, naja, im Endeffekt kannst du die Saison gut beenden und am Ende könnte auch jeder seinen Arsch retten. Das paraphrasiere ich jetzt mal. Und es ist ja tatsächlich auch so, wenn du überlegst, dass die Eintracht dann am Ende wirklich noch in die Europa League kommen kann, dann kann auch jemand wie Krösche tun so, aber was wollt ihr denn? Wir sind noch in der Europa League, ist doch alles gut gelaufen. Entschuldigung, da sind wir uns einig, das darf nicht passieren. Ah, oh, interessant. Ja, Lisa? Also die Bewertung von der Saison darf jetzt nicht von diesen 3 Spielen abhängen, sondern die muss aufgearbeitet werden, egal ob du 10., 9., 8. oder 7. wirst. Lisa, ich bin mir auch ziemlich sicher, selbst wenn Riera das schafft, mit der Eintracht europäisch zu spielen, wird auch der noch mal zur Debatte stehen. Also ich glaube nicht, dass das bedeutet, ich glaube, da muss wirklich alles noch mal wirklich von Grund auf diskutiert und auf den Prüfstein, sagt man das? Auf den Prüfstein? Gestellt werden, ich glaube schon. Aber wenn du mich nach Sprichwörtern fragst, also da hast du wirklich gelust. Ihr wisst, was ich meine. Also definitiv, da hast du auf jeden Fall die Clownskarte gezogen jetzt hier. Also also wirklich, ich kann das auch gar nicht. Ich verkacke immer irgendwelche Sprichwörter und irgendwelche Redewendungen. Wir können hier einen Worst-Off machen, safe. Aber Lisa, daran anschließend will ich dir noch eine Frage stellen. Und zwar der zweite Top-Kommentar aus den Kommentaren nach der Reaction. Der Count Vertigo hat sich nicht nur wirklich Mühe gegeben bei einem User-Namen, fand ich ganz gut, sondern er sagt auch, so sah also ein Fußballspiel nach der besten Trainingswoche seit Rieras Ankunft aus.
beachtlich. Stimmst du dem dazu, dass du diese Frage, was er dann überhaupt in der Woche gemacht hat, irgendwie auch anheimstellst? Also, was hat er da gemacht? Ist Riera-Zauber wirklich verflogen? Ich glaube, er tut sich einfach selbst keinen Gefallen damit, wenn er sowas sagt, weil natürlich, und das ist halt einfach so, es schürt ja eine Erwartungshaltung und du denkst, okay, was kommt jetzt? So, jetzt hast du natürlich auch mit Augsburg einen Gegner, der auch einfach eklig zu bespielen ist und was auch generell einfach schwer ist, dass du da richtig gut gegen aussiehst, aber trotzdem, keine Ahnung, ich finde generell seine Aussagen unglücklich, sagen wir es so, und ich weiß nicht genau, ob es wirklich an dieser fehlenden Erfahrung liegt, was Krösche ja auch immer wieder sagt, dass er das alles ein bisschen unterschätzt hat, so auch mit den Medien, das mediale Umfeld und Ja. dass das hier in Frankfurt natürlich auch noch mal extremer ist als irgendwo anders. Also ich kenne da ja auch deutlich ruhigere Umfelder. Ist Gladbach im Vergleich ruhiger? Ja, das ist gar nichts. Echt? Das ist Peace Planet hoch 1000, also da gibt es keine Kritik. Da hat auch ein Wirkus lang gewirkt. Also, ja, genau. Also also, allein, dass er so lange im Amt sein durfte, das sagt schon viel über die Medienmacht da aus. Also, da reicht ein Schweres, auf jeden Fall. Das ist wirklich ein Unterschied. Ne? Das merkst du schon hier in Frankfurt. Das ist noch mal anders. Und dann hast du diese Sprachbarriere vielleicht auch, ne? Die in irgendeiner Weise, aber nichtsdestotrotz müssen wir nicht drüber reden. Auch die Aussage nach dem Spiel, es stand nicht die beste Mannschaft auf dem Feld, sondern die beste für Augsburg. Weiß ich auch nicht, ob man gegen Augsburg gegnerorientiert spielen muss oder ob man nicht einfach seine beste Mannschaft mit Doan, mit Burkhardt, mit Kalimuendo, mit Uso meinetwegen auf den Platz stellt und einfach Augsburg schlägt. Du hast ja auch gesehen, wie wütend einige auch nach diesem Spiel waren. Ich muss sagen, ich habe diese Wut nach Augsburg nicht in mir getragen. Ich habe aber die Reaktion von Phil gesehen, der einigermaßen erzürnt war und der kaum an sich halten konnte bei der Reaktion. Teilst du das oder bist du da auch eher in dieser Gleichmütigkeit und versuchst dich jetzt ein bisschen in den Hype reinzureden? Naja, hier bin ich in so einem Prokrastinationsmodus zu sagen, ey, damit beschäftige ich mich nach der Saison. Okay. Du kannst jetzt natürlich jede einzelne Entscheidung, jede einzelne Aussage von Riera zerpflücken. Und ich war ja am Anfang ziemlich im Riera-Hype. Ich bin das, was den Ansatz betrifft, diese Breitbeinigkeit, bin ich auch immer noch dabei. Ja. Weil wenn das funktioniert, kann das richtig explodieren. Aber bisschen verschränkt bist du aber heute. Wenn es halt nicht funktioniert, dann hast du ja recht, dann wird diskutiert. Aber an diesen Diskussionen beteilige ich mich nicht, weil so Aussagen, auch jetzt dieser Kommentar, ja, daran kann man sich jetzt aufhängen, aber das sind nicht die entscheidenden Dinge, weißt du? Wir hängen uns dann immer an, ja, Riera hat das gesagt, aber das ist dann nicht passiert. Jo, das erklärt aber nicht die strukturellen Probleme, die diese Mannschaft hat. Das erklärt nicht, dass wir keine Startelf gefunden haben die ganze Saison. Das erklärt nicht, dass Probleme schon vor ihm da waren, weißt du? Ja. Du hast natürlich recht, dass man im Sommer auch über ihn sprechen muss. Da bin ich auch nicht blauäugig und ich bin sogar eher tendenziell so, dass ich denke, wow, das wird wahrscheinlich nichts mehr, weil da zu viele Baustellen auch wieder aufgemacht wurden, auch von ihm. Und diese Aussage mit, wow, das hat er unterschätzt, das lasse ich zum Beispiel hier nicht gelten, weil der Bruder hat überall gespielt, der war in Liverpool. Will der jetzt plötzlich sagen, oh, es gibt Vereine, wo viel öffentlicher Druck drauf ist? Ja, Digga, offensichtlich. Und das hast du doch auch als Spieler für den Trainer gemerkt, welche Drucksituation ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das nicht wusste. Es sind viele, viele Merkwürdigkeiten, auch diese Dynamik, die es in der Journalie gegen Riera gab, die war ziemlich verselbstständigt, die war auch ziemlich ehrenlos an gewissen Stellen. Ja. Aber vielleicht hatte die auch einen wahren Kern, das wissen wir alles nicht. Ja. Und ich finde, dass man an gewissen Stellen, auch wir, ich meine, das machen wir auch oft, und wir beide haben dann auch immer oft Diskussionen, man muss auch einfach an gewissen Stellen mal sagen, ich weiß es nicht. Ja. Verstehst du, was ich meine? Einfach sagen, ey, Basti, glaubst du, Riera ist nächsten Sommer noch da und wäre das gut? Dann muss ich dir antworten, ich weiß es nicht. Ja. Da bin ich nicht nah genug dran. Das muss am Ende der Verein Eintracht Frankfurt entscheiden. Und das ist das Allerwichtigste für mich, bei all diesen Diskussionen, bei diesen kleinteiligen Diskussionen, bleibt bei mir nur, und das beschreibt mein Modus, nachdem du gefragt hast, mein Modus ist, dass ich mir wünsche, dass die Eintracht wieder eine Eintracht wird, dass mit einer Stimme gesprochen wird, dass ein Plan verfolgt wird, dass man genau kommuniziert, was ist der Plan mit Spieler XY und dass nicht mehr so viele Merkwürdigkeiten auftreten mit Missverständnissen, mit Unregelmäßigkeiten, mit fehlender Stringenz in der Erzählung. Die Eintracht muss wieder mit einer Stimme sprechen, einen Plan haben, weil das ist diese Saison komplett in Chaos. Aber dieser Plan, da bin ich vollkommen bei dir. Und du hast dich ja trotzdem vorhin auch so ein bisschen langsam in den Hype reingeredet. Da muss ich zumindest auch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass ich das langsam wieder bei den Spielern sehe. Also ich will jetzt diese zweite Halbzeit, wir haben über die zweite Halbzeit gesprochen, aber ich muss sagen, die Aussagen danach, die haben mir auch gut gefallen. Wenn ich einen Can Usun sehe, der auch gesagt hat, es ärgert mich auf jeden Fall, wir wollten heute unbedingt gewonnen und brauchten die Punkte. Das fand ich schon nicht so schlecht. Und auch gleichzeitig noch gesagt, wir müssen irgendwie versuchen, alles versuchen, nach Europa zu kommen. Das verdient der Verein, das verdient die Stadt,
das verdienen die Fans. Eine relativ klare Aussage von Uzun, der zu diesen Hype, den er jetzt auch für sich nach dem Spiel auch gehabt hat, weil es war eine gute Partie, jetzt auch verbal kommuniziert. Ich finde, das ist endlich mal so eine Richtung nach diesen Wochen, wo es gar keine Richtung gab, Lisa. Da muss aber auch einfach mehr kommen und das muss auch schon früher sein. Also warum jetzt? Also 3 Spieltage vor Schluss. Ja. Und also mir fehlen halt einfach so gerade so ein bisschen die Typen. Ich finde gerade tauchen auch gerade so, ich meine Christensen war verletzt und so, aber irgendwie tauchen die alle gerade so ein bisschen ab. Aber da wollte ich Can Uzun als ein anderes Beispiel. Das ist ja auch ein Positivbeispiel, so, aber auch jetzt erst, wo er spielt. Also weißt du, was ich meine? Mir fehlen da die Leute, die wirklich zum Stamm, zum Kern gehören. Da muss einfach von innen heraus mehr kommen. Das kann nicht sein, dass ein Can Uzun das anheizen muss. Da bin ich bei dir, sehr gut, das mache ich auf jeden Fall. Da bin ich bei dir und trotzdem sage ich bin froh, dass er es macht. Ich bin froh, dass er es macht, bevor es gar keiner macht. Und er macht es aus einer spielerischen Stärke heraus. Genauso auch, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Nils Doan mit dem 1:1 gar nicht zufrieden war, dass er auch weiter nach vorne gehen wollte. Der hat auch nur kurz abgeklatscht, da hast du auch gedacht, gibt es ja Dissonanzen? Egal. Ich glaube, vielleicht kommt jetzt das Feuer noch mal. Und ich will das mitnehmen und hab so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt noch was wird. Okay? Das Feuer kommt noch mal. Und jetzt will ich aber euch mal da hinten fragen, lieber Levi, jetzt musst du vielleicht mal das Ding mitnehmen. Wo landet denn die Eintracht am Ende der Saison? Welchen Take habt ihr? Wer will sich mal melden? Hier da hinten genau, hier, mein Lieber. Also ich glaube, dass wir am Ende Platz 7 halten können. Ja. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie jetzt die nächsten 3 Spiele werden. Aber ich hoffe, dass wir mindestens 6 Punkte holen. Okay. Nochmal. Ja, deswegen Platz 7 halten, 6 Punkte. Ja. Klingt doch auf jeden Fall ganz gut. Vielen Dank für die Meinung. Komm, wir brauchen mal ein bisschen hier weibliche Unterstützung. Was sagst du? Also ich glaube auch, dass wir Platz 7 schaffen und ich hoffe auch, dass wir wie er auch 6 Punkte holen. Also mindestens hoffe ich auf jeden Fall und glaube, dass die Eintracht das schafft und hinbekommt. Alles klar. Ja, wunderbar. Vielen Dank dir. Ich gebe es ja gerade mal weiter. Ja, wunderbar. 6 Punkte wäre natürlich eine Ausbeute. Da würde ich sagen, das wäre herausragend. Und wie ist es natürlich gerade so? Du hast eben schon angesprochen, es ist das Traditionsduell der Frankfurter Eintracht gegen einen absoluten Top-Club aus der Historie der Bundesliga, gegen den HSV. Eigentlich eine Wahnsinnspartie. Ja, am Ende sind das die Bundesligaspiele, die du haben willst. Samstag 15:30 Uhr, gutes Wetter, du spielst gegen Hamburg, ausverkaufter Gästeblock. Ich bin auch dabei übrigens. Du bist auch dabei? Lisa ist auch Ich mache dabei. die Interviews. Ich darf dann Riera danach interviewen. Bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht bekommst du hier die Top-Frage der Woche auch bei Fußball 2000 in die Kommentare, die du mitnimmst. Ja? Ja, und am Ende ist es ein geiles Bundesligaspiel, wo es tatsächlich noch um die Europa League gehen kann. Ich kann das ja selber noch gar nicht fassen und hoffe, dass ich auf dem Weg in diese Woche hinein komplett in den Hype reinkommen werde. Und Samstag wird es soweit sein. Da muss man diese Dinge ausblenden, weil du hast vorhin gesagt, das wird dann eventuell benutzt, zu sagen, ja, was wollt ihr denn? Nein, also ich glaube, dass man eine Aufarbeitung machen muss von dieser Saison. Aber ich kann mich jetzt auch jede Woche hinsetzen und rummeckern und sagen, ihr habt aber das und das die ganze Zeit nicht gemacht. Man kann es jetzt eh nicht ändern. Can Uzun hat schon recht. So, man muss jetzt Gas geben, diese 3 Spiele. Und vielleicht kommt jetzt noch dieser Modus. Selbst wenn er jetzt erst kommt, dann ist es halt genau zum richtigen Zeitpunkt. Dann hat es am Ende noch gereicht. Und du kannst ja dann diese Fehleranalyse, die ausführlich sein wird im Sommer, dann machen. Du wirst genug Zeit haben, 3,5 Monate Pause. Da wird genug Zeit sein, das alles aufzuarbeiten, weil das muss gemacht werden. Das ist eine merkwürdige Saison, da sind zu viele Merkwürdigkeiten passiert. Ich meine, wenn du den Trainer wechselst, weißt du ganz genau, was passiert. Du musst grundlegende Entscheidungen treffen, ob und wie du mit wem du zusammenarbeitest. Aber das zählt alles am Samstag nicht. Am Samstag wird irgendeine Mannschaft auf dem Platz stehen. Riera hat gesagt, das ist ein Must-Win. Der hat wieder die Fresse aufgerissen. Und ich hoffe irgendwann mal, dass er das dann einlöst und dass die Eintracht vielleicht mal überzeugend ein ganzes Spiel bestreitet und du am Ende denkst, krass, Freiburg hat unentschieden gespielt, wir haben jetzt sogar 2 Punkte Vorsprung und gucken dann mal, was die nächsten Spiele noch geht. Überzeugend, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Vielleicht mal 2 gute Halbzeiten. Lisa, was braucht es dafür, dass die Eintracht 2 gute Halbzeiten spielt? Würdest du tatsächlich in der Aufstellung dann was ändern? Absolut. Und zwar? Ich würde die Mannschaft, die in der zweiten Hälfte auf dem Platz steht, würde ich spielen lassen. Ich verstehe auch nicht, warum man nicht mal mit Burkhard Kalumendo eine Doppelspitze endlich mal ausprobiert. Er hat mir das übrigens Riera auch mal im Interview, das war nach dem Heidenheim-Spiel, gesagt, dass sie das im Training ja auch einstudieren und das auch üben mit einer Doppelspitze. Und ich verstehe es nicht, warum es dann nicht durchgesetzt wird. Und dann
Can Uzun sehe ich auf jeden Fall wieder. Und ich meine, er hat sich mit dem Tor hoffentlich auch Selbstvertrauen wieder getankt mit Litz Doan. Aber wenn ich eine Traumelf hätte, dann wäre das vorne auf jeden Fall Burkhardt, Kalimendu, Uzun und Litz Doan. So, volle Offensivpower, liebe Leute. Danke, Lisa. Ja. Das war Fußball 2000 für die Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. So, ihr Lieben, das war die neue Folge zu dem Spiel gegen Augsburg und so ein bisschen der Ausblick, wie es läuft gegen den HSV. Aber falls ihr nicht genug bekommen könnt von der Eintracht und von Fußball 2000, wollt ihr euch vielleicht dieses 1:1 nochmal in den Highlights angucken? Dann klickt hier rein. Hier sind die Highlights zu dem Spiel von uns kommentiert. Meine Güte, 2 Tore gesehen, was will man mehr? Vielleicht auch mal 2 auf einer Seite, vielleicht gegen den HSV. Wir gucken, aber klickt euch erstmal hier rein.